Wie war's bei dir dann? Natürlich, du hast jetzt das Vorbild schlechthin. Das ist wahrscheinlich auch eine Riesenhilfe, dass man jemanden in seinem Bekanntenkreis hat, der das macht. Das ist ein enormer Vorteil, den ich hatte. Ich hatte nicht nur über YouTube die Möglichkeit, mir das Ergebnis anzuschauen, sondern wirklich live. Das macht nochmal einen riesen Unterschied. Also man kann ja ob man jetzt ein Oberlicht hat, was direkt auf die Kopfhaut scheint, oder man kann da schon vieles besser oder schlechter aussehen lassen. Und ich hatte halt das Live-Ergebnis und war hin und weg. Ich hatte aber nicht ganz diese dramatische Vorgeschichte jetzt wie Kai. Ich habe mir schon früher, obwohl ich normales Haar hatte, eine Glatze geschnitten, weil ich es cool fand. Und war auch immer zufrieden mit meinem Aussehen mit der Glatze. Es kam dann halt dieser Anschubser eben tatsächlich durch die Freundin, die mich da so aufmerksam gemacht hat. Und dann irgendwann kommt auch das Alter dazu. Ich bin jetzt 35 und habe dann die Haare wieder wachsen lassen. Und so wie der Haarstatus damals war, man sieht es ja auch noch im Video, hat dann dieses laue Haar, das wenige, was auch da war, das Gesamtbild doch sehr viel älter aussehen lassen, als es tatsächlich war. Und das hat mich dann geärgert. Und dann dachte ich, hey, wenn das so einen tollen Effekt beim Kai hatte, ja, also das sah dann tatsächlich viel jünger aus, probiere ich das auch aus. Ne? Ich habe die Möglichkeit, es kostet nicht viel Geld im Verhältnis zu der Arbeit, die sie da leisten. Jetzt mache ich das. Ja, und dann haben wir uns dazu beschlossen, dann auch in Kombination mit den Videos und so. Und bis heute bereue ich es nicht. Und jetzt natürlich noch die ganz große Frage, die auch wahrscheinlich sehr viele interessieren wird. Du bist jetzt ein besonderer Fall. Richtig. Und zwar, du hast vom Bodybuilding gesprochen. Bodybuilding, wenn man an Bodybuilding denkt, dann denkt man an Zusatzstoffe, dann denkt man an Testosteron. Richtig. Natürlich viel Testosteron, zusätzliches Testosteron, sei es durch Steroide oder ähnliches. Und es ist ja auch nachgewiesen, Testosteron, das Abbauprodukt davon, ist unter anderem für Haarausfall verantwortlich. Richtig, und natürlich, richtig. du hast auch ganz am Anfang erzählt, im ersten Teil des Videos, dass das auch ein Punkt war, zum Beispiel die Pause zum Sport. 4 Wochen lang keinen Sport machen, nicht auf Wettkampfniveau trainieren zu können. Ja. Und vielleicht kannst du da den Zuschauern ein bisschen mehr über deine Informationen, die du auch dazu bekommen hast. Genau, also wir hatten dann auch das Internet durchforscht, um uns im Vorfeld darüber zu informieren, welche Auswirkungen hat denn der Sport auf der einen Seite und der eventuelle Missbrauch von Medikamenten, der ein oder andere Bodybuilder vielleicht tut. Welche Auswirkungen hat das auf eine Haartransplantation und auf ein langfristiges Ergebnis? Leider gab es bisher noch kein Video oder keinen Bodybuilder, der direkt auf dieses Thema eingegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass es schon Bodybuilder gemacht haben, aber die Informationen dann für sich behalten haben. Und wir haben dann für uns entschlossen, das Ganze tatsächlich sehr offen anzugehen, um dann für die nachfolgenden Generationen an Bodybuildern eine gewisse Anlaufstelle zu sein. Wir hatten dann auch Dr. Balvi in dem Beratungsgespräch, auf dieses Thema angesprochen und ihn gefragt, um seine Erfahrungen her, wie er an meiner Stelle weitermachen würde, sowohl mit dem Sport als auch mit dem eventuell vorkommenden Medikamentenmissbrauch. Und auf das Thema ist er sehr gut eingegangen, hat dann vorgeschlagen, die Einnahme von diesen eventuellen Medikamenten zu unterbrechen oder auf ein Minimum herabzusetzen, um die Umwandlung des Testosteron in Dehydrotestosteron, was ja der Verursacher ist für Haarausfall, zu unterbinden oder zu minimieren zumindest. Ja. Mit dieser Entscheidung musste ich mich dann zurechtfinden und sagen, für mich einen Weg finden, zu sagen, okay, ich kann so meinen Sport, so wie ich ihn lieb, weiter betreiben, auch auf diesem Level, aber zur gleichen Seite dann, oder zur selben Zeit, aber auch das Ergebnis möchte ich ja nicht manipulieren, nicht schlechter darstellen lassen. Also, anstatt 4 Wochen kein Sport, wie mir das die Klinik angeraten hat, haben wir gesagt, ja, wir machen 2 Wochen keinen Sport. Und was der Fleischkonsum von diesen Medikamenten angeht, ja, da haben wir es gelassen, wie es ist. Weil wir wissen wollten, wie wird das Ergebnis, auch wenn man sich nicht an die Regeln hält. Kann natürlich sein, dass ich jetzt dadurch ein schlechteres Ergebnis habe. Ich aber auch so geil aussehe mit Glatze, wem kann mir das egal sein. Also wenn das Ergebnis nicht toll ist, rasiere ich die Matte wieder runter oder mache vielleicht noch eine zweite HT. Aber wir sind echt so neugierig und wollen schauen, welche Auswirkungen hat es denn. Und vielleicht hat es ja gar nicht die Auswirkungen, die wir gedacht haben oder die uns prophezeit werden. Ich hatte dann auch ganz tolle Reaktionen auf das Video, was wir gemacht haben von
2 Herrschaften, die mich dann auch privat angeschrieben haben, weil, wie gesagt, mir fehlen die Informationen, oder mir fehlt das Wissen, wie sich diese Medikamente tatsächlich auf den Haarausfall auswirken. Und die 2, die mir da geschrieben hatten, also ich möchte keinen Namen nennen. Kannst du ja trotzdem einfach grüßen. Vielen Dank für die Information. Ihr guckt es bestimmt jetzt auch an und das war wirklich sehr hilfreich. Und ich hoffe, dass die mit ihrem Wissen nochmal mehr in die Öffentlichkeit gehen. Wenn Sie wirklich auch großes Wissen haben, ist natürlich auch, Haben dann Sie. können Sie von mir, ich kenne euch leider nicht direkt, ihr könnt euch auch gerne bei mir melden, bei Elitair, einfach mal Support Elitair-Mail anschreiben, darauf verweisen, dass ihr mit Stefan mal sprechen wollt. Ich bin bei uns mit für die Podcasts verantwortlich. Ich freue mich immer über interessante Beiträge auf unserem Podcast, die auch fernab nicht nur Haartransplantation, sondern eben auch, wenn es um Zusatzstoffe geht, wenn es um biochemische Reaktionen geht, wo man sagen kann, wir sehen da Parallelen, wir haben da Wissen, was man mit der breiten Masse teilen kann. Besonders mit den Interessierten natürlich. Dann schreibt uns. Genau, und ich kann jetzt nur noch dazu zufügen, dass, wenn euch das jetzt interessiert, inwieweit das Einfluss hat, dann bleibt dran. Also wir werden euch weiterhin Bildmaterial, Videomaterial zukommen lassen, den Status immer wieder aktualisieren. Natürlich jetzt nicht jede Woche, das interessiert keinen Mensch, aber ich denke mal, dass wir so in 6 Monaten auf jeden Fall mal wieder was Größeres machen, um zu schauen. Und mehr können wir jetzt auch nicht machen, glaube ich. Ich halte mich in anderen Hinsichten komplett an alles, also was die Haarwaschung angeht und so, da spiele ich die Spielregeln natürlich mit. Aber sonst würde ich mal sagen, haben wir alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht. Gut, mit diesem Wort würde ich auch ganz gerne schließen. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr hier in Berlin seid. Bin froh, dass ihr auch gekommen seid. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch in 6, 7 Monaten wieder, dass ihr so, wenn der Sommer durch ist, uns dann gerne auch mal dein Ergebnis anschauen, wie es denn, oder ein Fastergebnis, das ist ja noch nicht ganz der Zeitraum um. Ja. Da sehen wir uns dann erst im nächsten Jahr, 2020 wieder. Da wird es interessant. Genau, aber definitiv dieses Jahr noch einmal bei uns. Vielen Dank. Gerne. Macht's gut, schönen Tag noch. Wie hat euch das Video gefallen? Habt ihr noch Fragen zur Thematik? Dann jetzt in den Kommentaren ein paar Fragen stellen. Keine Frage wird ignoriert, alle Fragen werden beantwortet. Und wenn ihr schon mal hier seid, hier oben könnt ihr mehr zu dem Thema erfahren. Also einfach draufklicken und mehr zu dem Thema erfahren. Und wenn ihr unser aktuellstes Video haben wollt, dann wird es hier irgendwo eingeblendet. Also hier hinklicken und dranbleiben. In diesem Sinne, bis bald. Ciao.